Morgen wünsche ich euch aus Silves in Portugal an der Algarve. Und Silves, das ist der Ort hier hinter mir. Der hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich mit vielen Aufs und Abs. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch bitte dabei und lasst mir auch gerne ein Like und ein Abo da. Also, auf geht's, gucken wir mal rein. Silves entstand hier am Fluss Rio Arade bereits vor ca. 1000 vor Christus, also es ist über 3000 Jahre alt. Es ist damit die älteste Stadt an der Algarve, die vor allem unter den Römern wuchs und gedeihte als Handelsplatz. Die Herrschaft über das Land wechselte im Mittelalter mehrfach. Erst waren die Westgoten hier, dann die Mauren, dann wieder die Christen. Die Stadt war mehrere Male sehr bedeutend, unter anderem als Sitz eines Emirats und eines Bischofssitz, versank aber dann auch immer wieder in die Bedeutungslosigkeit. Ja, und Silves hat seine Blütezeit, seine erste Blütezeit mit den Römern gehabt. Und von den Römern erhalten geblieben ist unter anderem diese Brücke hier, die römische Brücke, die danach nochmal erneuert und verbessert worden ist. Aber in der Grundstruktur ist das eine römische Brücke. Weitere Spuren der Römer lassen sich nur schwer entdecken in der Stadt. Das Straßennetz selbst stammt in der Grundform aus der römischen Zeit. Vor der Burg findet sich noch ein Schacht von einer alten Kupfermine. Die haben die Römer mal angelegt und die Mauren haben diese später ebenfalls ausgebeutet. Nach den Römern erfuhr die Stadt einen Niedergang, um dann unter den Mauren wieder aufzublühen. Im 9. bis 13. Jahrhundert herrschten hier die Mauren. Und zeitweise war Silves auch Sitz des Emirates gewesen oder eines Emirates, eines eigenen. Und das größte und schönste Bauwerk entstand hier oben auf dem Hügel der Stadt, die Burg von Silves. Und hier sind noch einige Reste des islamischen Palastes erhalten. Und insgesamt ist die Burg wieder sehr schön rekonstruiert worden und thront hier über Silves in einem leuchtenden roten Ton bei der richtigen Sonneneinstrahlung. Es ist wunderschön hier anzusehen und auf jeden Fall den Besuch wert. Die Burg, beziehungsweise eigentlich ist das eine Kasbah, eine maurische Festung, entstand im 9. bis 12. Jahrhundert nach Christus, natürlich unter den Mauren. Sie besteht aus rotem Sandstein und ist ca. 12.000 Quadratmeter groß. Innerhalb der Burgmauern finden sich mehrere Zisternen. Besonders die 60 Meter tiefe Zisterne in der nördlichen Ecke, die beeindruckt durch ihr Kuppelgewölbe, das auf mehreren Säulen ruht. Diese Zisterne versorgte einen erheblichen Teil der Stadt mit Wasser. Bei der südlichen Zisterne, der Zisterne der Hunde, handelt es sich um einen Brunnen. Es finden sich weitere maurische Zeugnisse in der Stadt, unter anderem Reste von Mauern und ein Eckturm, dazu Mauern von Wohnhäusern und einer Vorstadt. Im Städtischen Museum kann man einen Brunnen aus der Zeit sehen und auch einige dieser Gebäudereste. Jahrhundertelang kämpften die Christen und die Mauren um diesen Landstrich in der Algarve. Im 13. Jahrhundert schließlich schafften es die Christen, die Mauren hier aus der Algarve zu vertreiben. Und damals stand hier an dieser Stelle noch eine Moschee und die rissen die Christen dann nieder und errichteten ihre Kathedrale. Die ursprüngliche Kathedrale stammt in ihren Anfängen bereits aus dem 12. Jahrhundert. Aber beim großen Erdbeben 1755 wurde sie fast vollständig zerstört. Erhalten geblieben ist nur das manuelinische Portal. Die Kirche wurde im gotischen Stil wieder aufgebaut. Einige der Kreuzritter, die bei der Eroberung Silves gefallen waren, wurden in Sarkophagen im Inneren der Kathedrale bestattet. Ein weiteres Zeugnis aus dieser Zeit ist das schöne manuelinische Kreuz im Osten der Stadt. Es ist 3 Meter hoch aus hellem Kalkstein. Auf der einen Seite des Kreuzes ist Christus dargestellt, auf der anderen eine Pietà. Man vermutet, es ist im 15. Jahrhundert entstanden, die genaue Herkunft ist allerdings unbekannt.
Ja, und hier bin ich jetzt an einer alten Korkfabrik. Und im 19. Jahrhundert gab es hier nochmal einen kleinen Boom. Heute allerdings verfällt die Anlage zusehends und kann noch nicht mal mehr betreten werden. Die Fibreca do Inglés ist eine portugiesisch-britische Textil-Korkverarbeitungsfabrik aus dem Jahre 1894. Durch diese Fabrik wurde das Wirtschaftswachstum in Silvisch vorangetrieben und es bot Hunderten von Arbeitern Arbeit. Mitte der 90er Jahre wurde sie geschlossen und in eine Freizeitanlage umgewandelt. Neben jede Menge Restaurants fanden sich hier auch ein Korkmuseum, was allerdings inzwischen wieder geschlossen hat. Heute verfällt die Anlage zusehends. Man kann sich nicht recht einigen, was hier passieren soll. Silvisch heute ist nochmal ein richtig schöner Ort, um da durchzubummeln. Es gibt einige schöne Gebäude und auch kleine Straßen zum Shoppen und Galerien hier. Und das soll es auch gewesen sein, hier aus Silvisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen, würde mich mit unterstützen. Und in dem Sinne ein schönes Leben. Auf bis zum nächsten Mal. Ich verlinke hier oben nochmal eine Playlist mit weiteren Videos von der Algarve. Und dann bis bald wieder. Tschüss!